Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld, immer noch im alten Layout bzw. hier in dem Bereich. Aber ich kann euch sagen, die Arbeit an den neuen Räumen gehen voran und ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir diesen Monat tatsächlich irgendwie umziehen können. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch erkältet, Pollen geplagt, aber wie gesagt, es ist weiterhin kein Corona, wenigstens das. Und wir werden heute in diesem Update hier weiterbauen. Was genau, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mir überlegt, ob wir eventuell an Gebäuden weiterbauen oder ob wir uns überlegen, wie wir die Straße hier drüben weiterführen können. Denn wir müssten hier rein theoretisch hier eine Kurve für die Straßenbahn reinbauen, um dann da hinten in den zukünftigen Busbahnhof, Straßenbahnbahnhof zu kommen. Aber bevor wir da jetzt irgendwie weiterkommen, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch, denn mein Beleuchtungspartner Innomedia Bricks macht erneut eine kleine Rabattaktion. Diesmal nicht direkt in Kooperation mit mir, sondern eigenständig. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich, wenn ihr dort was bestellen wollt, auch eine kleine Provision bekomme, um das Ganze wieder in dieses Projekt zu stecken, müsst ihr unbedingt den Link nehmen, der unten in der Videobeschreibung steht oder hier oben rechts irgendwo im Video jetzt gerade zu finden ist. Und zwar bekommt ihr mit dem Code Sparen10 zusammengeschrieben. Ich blende es auch nochmal ein, schreibe es auch unten nochmal in die Videobeschreibung. 10% auf alles und zusätzlich bekommt ihr 5% auf alles, wenn ihr Newsletter-Kunde seid. Also ihr könnt 15% aufs ganze Sortiment bekommen, außer auch diesmal gilt es wieder Straßenlaternen. Also die Straßenlaternen hier vorne, die sind jetzt in einem anderen System und zwar bekommt ihr da Mengenrabatt, wenn ihr mehrere kauft. Die sind ausgenommen von den 15%, aber ansonsten auf alles, auf Einzelteile, auf Sets etc. Schaut gerne vorbei, es gibt einiges dabei als Schnäppchen zu finden und vor allem, wenn ihr Einzelteile braucht, gerne auch. Und wie gesagt, gerne den Link benutzen, dann bekomme ich auch eine kleine Provision und kann die direkt in das Projekt stecken. Ansonsten merkt ihr, meine Stimme verschwindet gerade schon wieder ein bisschen und wir werden jetzt nach der Werbung gleich hier weiterbauen. Was passiert? Ich weiß es noch nicht, ihr werdet es sehen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis gleich. Und damit starten wir auch heute wieder ins Speedbuild und wie ihr seht, geht es erstmal zum Thema Abbauen, denn ich hatte ja ursprünglich hier so eine Art Parkett in den Eingangsbereich der Bank eingebaut. Das kam jetzt erstmal alles raus. Nächster Schritt ist, wir brauchen einen Abgang nach unten unter die Platte. Dort wird es dann später runtergehen in den Untergrund der Bank, wo es dann später auch die Möglichkeit geben wird, von vorne, von der Tischkante nach unten durchzuschauen, wo dann auch die Tresorräume etc. sein werden. Und dafür brauchen wir natürlich eine Treppe nach unten. Nach ein bisschen angezeichnet und getestet habe ich mich entschieden, dass sie ungefähr dorthin kommen wird. Das heißt, ich habe da erstmal die Öffnung reingemacht. Ähnlich wie ich es eben auch bei den U-Bahn-Eingängen gemacht habe. Und jetzt muss ich erstmal außenrum wieder alles aufbauen, so dass wir eben da die Aufbockung haben von den 3 Bricks. Denn die Bank liegt ja höher als die Straße und dann müssen wir erstmal alles außenrum aufbocken. Nächster Schritt ist, dass wir die Verkleidung einbauen. Dann nehme ich diese Steine mit dem Steinmuster. Das heißt, wir bauen einmal mal in 3er Bricks Höhe einmal außenrum, damit das Ganze verkleidet ist. Und es wird dann in absehbarer Zeit, wenn wir umgezogen sind und wir dann unter der Stadt, unter der Platte weiterbauen, wird das Ganze dann natürlich ähnlich dort weitergeführt. Ich habe da gleich mal die Steine genutzt, die ich im Lego Store in Nürnberg am Wochenende gekauft habe. Und oben machen wir einfach in Sand Green, ist das natürlich die Farbe, machen wir noch ein Geländer hin, damit es ein bisschen hübscher aussieht, ein bisschen sicherer ist natürlich und eben auch, dass wir eben die Farben wieder aufgreifen, die allgemein im Gebäude vorkommen. Wir haben das Sand Green in den Fensterrahmen zum Beispiel und das nutze ich dann natürlich gleich wieder. Ansonsten ist jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir eigentlich nach oben? Das heißt, direkt daneben soll noch eine Treppe entstehen. Ich habe die jetzt erstmal angefangen, im ersten Versuch in 10 zu bauen. Auch hier nutze ich wieder die Option oder die Möglichkeit, wie ich es immer baue, dass 2 Plates Höhe eine Stufenhöhe sind. Das passt meiner Meinung nach besser als das, was sehr oft bei Lego gemacht wird, eben mit dem ganzen Brick. Das ist meiner Meinung nach viel zu hoch. Jedenfalls habe ich dann erstmal hier die Treppe gebaut und da wird dann gleich auch noch beplankt mit verschiedenen Tiles in Reddish und in Reddish Brown und in diesem Dark Brown. Vorher mache ich aber an der Seite noch eine Konstruktion drauf aus ganz vielen verschiedenen Bricks. Auch hier sehr viele Bricks mit dem Steinmuster. Einfach, damit das Ganze abgeschlossen ist. Ich habe erst überlegt, ob es irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas Sinnloses, genau, was Sinnvolles gibt, was man da drunter noch reinmachen kann. Hat sich irgendwie nicht ergeben, also habe ich mich entschieden, das Ganze zuzumachen. Was sich jetzt aber schnell als Problem gezeigt hat, das mit der Farbe passt absolut nicht. Dieses Tan, das passt einfach nicht da rein. Also habe ich alles nochmal abgerissen und mich umentschieden und das Ganze dann nochmal neu aufgebaut mit
Dark Bluish Grey. Ich habe jetzt hier mal einen Cut gemacht, das ist nämlich absolut langweilig gewesen. Und dann einfach alles wieder beplankt. Das sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als mit dem Tan. Nächster Schritt ist, dass wir jetzt die Wände hochziehen. Da nutze ich jetzt teilweise ganz platte ohne Struktursteine, daneben aber auch Steine mit diesem Steinmuster in Weiß. Da habe ich noch einige von den beiden Fab 5 Sets übrig. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich hier Bogenstrukturen innerhalb des Gebäudes einbaue. Da gibt es ja einige im ursprünglichen Design der Brickbank auch im Äußeren. Und dachte, jetzt kann ich auch im Inneren übernehmen. Und das wäre eine gute Abgrenzung zwischen dem eigentlichen Eingangsbereich für die Besucher und dem Bereich hinter dem Tresen sozusagen. Wenn eben die Mitarbeiter sind, noch die Treppen sind dann dahinter. Und man sieht später, ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt erstmal getestet, wie kann ich hier am besten die verschiedenen großen Bögen einbauen. Hier nochmal ein bisschen verändert, damit ihr ein bisschen besser was sehen könnt vom Blickwinkel. Wir haben jetzt entschieden, dass die kleineren Bögen links bei der Treppe sein werden und 2 große Bögen dafür dann rechts, wo keine Treppen sind, damit wir dort dann einfach ein bisschen mehr Platz haben für den Tresen, der auch noch gleich gebaut werden wird. Also erstmal muss ich hier noch ein bisschen Grundlagenarbeit schaffen, damit die Wand einigermaßen auf der richtigen Höhe ist und passt. Jetzt seht ihr aber auch schon, dass es losgeht mit dem Tresen. Da habe ich mich entschieden, dass wir ein bisschen diesen älteren Look beibehalten und da einen Tresen machen, der eben in Brauntönen Holzfarbe ist, der sich auch hier links und rechts rund um den Bogenpfosten befindet. Und das ganz rechts, was ihr sehen könnt, ist so eine angedeutete Tür, damit man eben nach hinten gehen kann. Ich habe jetzt da keine Funktion eingebaut, fand ich jetzt sinnlos. Rechts baue ich noch ein paar Scheiben hin, damit es ein bisschen abgetrennt ist, und links bleibt es offen, damit dort eben die Kunden mit den Bankmitarbeitern sprechen können. Das Brot ist noch irgendwo im Kasten, wo man irgendwelche Sachen reinwerfen kann. Ist mir jetzt eigentlich noch gar nicht so genau überlegt, was genau. Dann kommen links noch 2 Bänke hin, habe ich jetzt erstmal grob getestet, und jetzt zum Fliesenmuster, denn wir hatten ja ursprünglich Parkett auf dem Boden, das war ja doch nicht so gut. Fliesenmuster habe ich jetzt überlegt, dass wir eine Mischung machen aus Weiß und beiden Grautönen, und zwar Weiß in großen 2x2er Fliesen, und dazwischen in anderen Räumen machen wir ein kleineres Muster mit den 1x1er Fliesen in Dark Bluish Grey und Light Bluish Grey. Ich glaube, es gibt ein ganz nettes Muster, das auch so ein bisschen erstens noch nicht vorkommt irgendwo in der Brickworld und auch noch ein bisschen edler wirkt, meiner Meinung nach. Ist aber eine riesige Arbeit gewesen, weil es waren echt viele Kleinsteine und es war gar nicht so viel Platz, da noch reinzukommen. Ich kam da gerade so mit der Hand teilweise rein, seht ihr später vielleicht noch, dass es deutlich enger geworden ist. Und ich habe mir auch überlegt, was mache ich eigentlich noch? Es ist einfach zu leer. Dann habe ich doch die Säulen, die ich am Anfang rausgemacht habe, wieder eingebaut. Seht ihr jetzt gerade im Bild. Die bringen einfach nochmal ein bisschen mehr Struktur rein, ein bisschen mehr von diesem edlen, altertümlichen Anführungsstrichen. Und dann habe ich hier links noch angefangen mit grünem Zeug, und dann kommt gleich noch viel mehr dazu. So, ich habe jetzt hier mal einen Cut gemacht im Speedbild. Ich habe auch einiges übersprungen vermutlich. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus, denn es war jetzt doch nicht mehr so spannend, hier den ganzen Boden zu fließen und die Pflanzen einzubauen. Wir schauen mal von da draußen rein. Ich habe jetzt hier so Büsche eingebaut hinter die Fenster. Fand ich, bringt noch mal ein bisschen was Grünes mit rein. Das Bodenmuster ist komplett fertig. Und hier vorne vor den Fenstern habe ich noch mal ein bisschen was von dem Sand Green reingebracht, um einfach die Farbe noch mal ins Gebäude zu bringen. Ich muss sagen, der Eingangsbereich gefällt mir persönlich jetzt sehr, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Figuren reinsetzen. Hier oben müssen noch die Tiles drauf, damit man da oben das Dach wieder draufsetzen kann. Und vermutlich beleuchten wir heute in diesem Update auch noch ein bisschen. Figuren kommen, wie gesagt, rein. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Hier sind wirklich sehr, sehr viele Steine reingeflossen, vor allem auch in den Boden. Also das ist abartig, könnte man fast sagen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an, wenn es fertig ist. So, wie ihr sehen könnt, ist das oben alles wieder drauf gebaut. Ich habe jetzt mal die Autos hier drüben weg und die Straßenbahn hier rüber gestellt, damit wir da mal ein bisschen mehr Platz haben. Und wie ihr auch sehen könnt, es leuchtet von da innen. Oben habe ich jetzt das Dach so weit zugemacht, also die Etage so weit zugemacht bis zu unserer Kante, wo dann hinten hier das Treppenhaus ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das mache. Da müssen wir mal schauen in einem der nächsten Updates. Aber das Erdgeschoss, der Eingangsbereich, ist soweit fertig. Ich reiße hier gerade die Straßenlaterne um. Und wir können jetzt hier unten mal reinschauen. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn man hier vorne reinschaut. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Schauen wir vielleicht nochmal von der Seite rein, würde ich sagen. Da haben wir auch noch einen ganz guten Einblick. Und ich muss sagen, ich finde, es sieht gut aus. Mir gefällt es. Es bringt jetzt natürlich noch mal ein ganzes Stück Leben mit hier rein, dass auch jetzt da langsam mal was passiert und nicht nur in dem Gebäude dort drüben. Und ja, auf jeden Fall 2 Striplights eingebaut. Auch heute wieder von Illuminator Bricks. Ganz kurz noch die Info. 10% sparen oder 15% sparen
mit dem Newsletter-Abo bzw. dem Code SPAREN10. Alles dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich habe es nochmal ganz ausführlich am Anfang des Videos gesagt. Benutzt bitte gerne den Link oben rechts im Video oder unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr was bestellt, dann bekomme ich noch ein kleines bisschen Provision. Für euch kostet es nichts mehr, aber das Ganze fließt dann direkt hier wieder in die Brickworld. Ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt etc. Und wie immer, und natürlich auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Daumen nach oben gerne und natürlich auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr mal mitbekommt, wenn es was Neues gibt hier aus der Brickworld. Ansonsten gehe ich jetzt gleich weiterarbeiten in den neuen Räumen der Brickworld und dazu wird es auch bald ein Video geben. Aber soweit erstmal heute bei diesem Update und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim selber bauen, selber beleuchten. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss!